Der Titel des heutigen Abends, das ist schon gesagt worden, unser Leben mit Abfall zwischen Konsum und Umweltschutz. Und dazu haben Sie bereits in den Einleitungen einige Perspektiven gesehen. Es wurde das Wort Recycling und Kreislaufwirtschaft genannt. Im Titel steht aber auch Leben mit, und das verweist darauf, dass es nicht um einfaches Feststellen von Problemen geht, sondern, oder um Lösungen dazu finden, sondern dass es eigentlich ein sehr schwieriges Ausverhandeln ist. Was ist, wo liegen Probleme, was sind potenzielle Lösungen oder vielleicht auch, welche Probleme die potenziellen Lösungen mit sich bringen, wie ich heute zeigen möchte. Deswegen möchte ich Sie in meinem Einleitungsvortrag auf eine Spurensuche mitnehmen, zu erkunden, das, was übrig bleibt. Insbesondere Rückstände von bedeutsamen Innovationsfeldern ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die unsere Umwelt und unser Leben massiv verändert haben, beziehungsweise dabei sind, es zu tun. Auch wenn hier in diesem Raum viele denken, dass wir uns doch eigentlich schon ganz gut verhalten und unseren Abfall beziehungsweise die Überreste unseres Innovationsverhaltens, um die kümmern wir uns doch schon. Wir trennen doch den Müll, versuchen etwas zu reduzieren. So ist dies wirklich vielleicht zwar richtig, aber gleichzeitig hat dieses Kümmern von uns eine ganze Fülle von blinden Flecken, also die Dinge, die wir nicht sehen, um die wir uns aber kollektiv kümmern müssen. Schlagworte eben wie Recycling oder Kreislaufwirtschaft als Teil dessen, was man so schön Green Deal nennt, stehen stellvertretend für die zumindest partiell umgesetzten bzw. angedachten, und sehr oft sind unsere Lösungen erstmal angedacht und noch lange nicht umgesetzt, des Problems Abfall. Wir haben verschiedenfarbige Abfallbehälter, die unseren Konsum von gestern scheinbar zum Verschwinden bringen. Batterien kann ich einfach im Supermarkt abgeben. Plastik muss ich nur in die richtige Tonne werfen, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Aber löst das Problem, das wir mit diesen Stoffen haben? Hier ist es interessant, kurz nachzudenken, wobei viele feststellen, dass wir kaum genau wissen, was mit diesen Dingen passiert, wenn wir sie mal in diese Tonne geworfen haben. Sie verschwinden, sie werden verschluckt, sie werden unsichtbar. Ich möchte daher zu Beginn meiner Ausführungen ein kleines Stück aus einem wunderbaren, vom italienischen Schriftsteller Italo Calvino 1972, also vor satten 50 Jahren, erschienenen Buch Die unsichtbare Stadt vorlesen. Diese Stadt nennt er in diesem Unterkapitel Leonia. Der Reichtum Leonias, erzählt Calvino, lässt sich nicht so sehr an den Dingen messen, die jeden Tag hergestellt, verkauft oder gekauft werden, sondern vielmehr an den Dingen, die jeden Tag weggeworfen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Man beginnt sich zu fragen, ob die wahre Leidenschaft wirklich, wie man sagt, die Freude an neuen und anderen Dingen ist, und nicht vielmehr die Freude am Unsichtbarmachen, Wegwerfen, Reinigen. Tatsache ist, dass die Straßenreiniger wie Engel empfangen werden, um ihre Aufgabe, die Reste des gestrigen Daseins zu beseitigen. Von einer respektvollen Stille umgeben, wie ein Ritual, das zur Andacht anregt, vielleicht aber nur deshalb, weil niemand über die Dinge nachdenken möchte, wenn sie einmal weggeworfen sind. Niemand fragt sich, wohin sie jeden Tag ihre Last des Mülls bringen. Außerhalb der Stadt, gewiss. Außerdem, je mehr sich Leonias Talent zur Herstellung neuer Materialien auszeichnet, desto mehr verbessert sich auch die Qualität des Mülls. Er widersteht der Zeit, den Elementen, Gärungen, Verbrennungen. Eine Festung aus unzerstörbaren Abfällen umgibt Leonia und beherrscht sie von allen Seiten, wie eine Kette von Bergen. Ich glaube, das ist eine sehr eindrucksvolle Beschreibung, und wenn ich eben vor 50 Jahren sage, dann ist es das Beginnen des Nachdenkens, wo wir uns eigentlich hinentwickeln. Und viele Gesellschaften haben sehr, sehr viel später erst begonnen, wirklich Handlungen zu setzen in dieser Weise. Aber Calvino bringt uns hier sozusagen, stößt uns die Nase auf das Problem, wir sind glücklich, wenn wir es nicht mehr sehen, wenn es weg ist, wenn es nicht riecht, wenn es nicht übrig bleibt und so weiter und so fort. In der Tat beschreibt Calvino sehr treffsicher unseren Alltag. Wir sind fasziniert von der Geburt des Neuen, des noch nie Dagewesenen. Nicht umsonst stehen Menschen Schlange, um das letzte brandneue elektronische Gerät zu erwerben. Wir entsorgen Dinge, für die wir keine Verwendung mehr haben, trennen uns von ihnen, in der Annahme, dass nach dieser Übergabe alles schon okay sein wird. Jemand wird sich darum kümmern.
Und wir leben in einer Gesellschaft, die Innovation, also das Neue, stetig erwartet. Man könnte sogar sagen, heraufbeschwört. Es muss mehr und schneller gehen. Viele Innovationen haben ein Lebensende, erzeugen Rückstände, Abfall, der uns heute Probleme bereitet. Und Innovationen bereiten nicht nur Rückstände am Ende ihres Lebens, sondern, wie ich heute zeigen werde, auch ihr gesamtes Leben entlang. Und über diese nachzudenken, glaube ich, ist recht wichtig, wenn man sich überlegen will, wohin wir uns da eigentlich entwickelt. Und von denen wollen wir auch gar nicht so viel wissen, weil es ist sehr komplex. Und wir verwenden etwas, was Lindsay McGowan sehr schön als strategische Ignoranz bezeichnet hat. Damit es uns gut geht, überlegen wir uns lieber nicht, was alles die Probleme sind. Und dann müssen wir auch nicht neue Lösungen suchen und so weiter und so fort. In der versprochenen Spurensuche möchte ich Sie kurz in 3 beispielhafte Innovationsgeschichten mitnehmen, um mit Nachdruck aufzuzeigen, dass das Problem von Abfall oder Innovationsrückständen, wie ich sie gerne nenne, um dieses breitere Phänomen zu erfassen, auf die ich unsere Aufmerksamkeit richten möchte. Phänomene, die leider viel komplexer sind, als wir es in unseren Praktiken gerne hätten. Wir hätten gerne klare Anleitungen. Geschichte 1. Genießen Sie das Plastiksackerl und die Aufschrift. Da musste man noch erklären, wofür ein Plastiksackerl eigentlich gut ist. Ich finde das sehr, sehr schön. Stammt aus den frühen 60er Jahren. Nehmen Sie für einen Moment Plastik in den Fokus, eine Geschichte, die jeder kennt. Kunststoff hat die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Erfolgsgeschichte vorgelebt. Sie treten an mit dem großen Versprechen einer besseren Zukunft. Das haben alle Innovationen gemeinsam, die ich heute besprechen werde. Das Plastiksackerl, das dem der Bürgerin in den 60er Jahren erst erklärt werden muss, ist hier quasi mein Posterchild. Jasle und Cousins, 2 führende Chemiker, schreiben dann 1945 über Plastik: Das ist eine Welt frei von Rost und voller Farben. Eine Welt, die größtenteils aus synthetischen Materialien aufgebaut ist, die aus den am weitesten verbreiteten Substanzen hergestellt werden kann. Eine Welt, in der Nationen immer unabhängiger von lokalisierten natürlichen Ressourcen werden. Eine Welt, in der der Mensch wie ein Zauberer aus dem, was sich unter und um uns herum befindet, für fast jedes Bedürfnis das machen kann, was er oder sie will. Hier wird ein Versprechen, quasi ein Traum verkauft, der oft auch als demokratisch bezeichnet worden ist. Eine demokratische Konsumgesellschaft, in der sich alle alles leisten können, in dem die Dinge in beliebigen Mengen produziert werden können, zum einfachen Kauf und Gebrauch. Während wir in den 60er Jahren weltweit etwa 15 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt haben, liegen wir jetzt bei ungefähr 400 Millionen und die Tendenz ist definitiv steigend. Und das Interessante daran ist, trotz Recycling. Das heißt, die Produktion hat durch das Recycling in keinster Weise eine Reduktion genommen. In Europa fallen 40% des Plastiks auf Verpackungsmaterial und deswegen sehen wir, dass derzeit die Politik sich sehr stark auf das Verpackungsmaterial sozusagen geworfen hat. 20% aufs Baugewerbe, 9% auf Automobil und 6% auf die Elektronikindustrie, auf die ich noch zurückkommen werde. Aber was tun wir mit dieser Information? Recycling, verbrennen und auf die Deponie bringen. 42% werden zur Energiegewinnung, etwa 25% gehen auf die Mülldeponien und schließlich werden 32% recycelt. Die Zahlen, und das ist das Interessante, sind grobe Schätzungen, weil jedes Land andere Zählmechanismen anwendet, um zu sagen, was Recycling angeht und so weiter. Oder noch besser, warum nicht gleich exportieren? Und Sie sehen das hier auf der Landkarte, jede Österreicherin exportiert derzeit ca. 20 Kilo Kunststoff ins Ausland, was im europäischen Vergleich sehr hoch ist. Wir sind also keineswegs ein Vorzeigeland diesbezüglich. Und das, obwohl bestimmte Länder rezent sich geweigert haben, Müll aus Europa und aus anderen Bereichen anzunehmen. Wir haben trotzdem Länder gefunden, ein Teil geht zum Beispiel in die Türkei. Auch unsere Recyclingraten sind gut, aber nicht olympisch und wir haben definitiv genug Luft nach oben, um hier noch etwas tun zu können. Vor allem aber wird derzeit auch diskutiert, wie der Aufwand des Recyclings in der Relation zu seinem Beitrag zur Lösung des Gesamtproblems Plastik und Umwelt steht.
Denn es ist natürlich interessant, Recycling sozusagen herzunehmen, aber natürlich müssen wir uns überlegen, was für Kreisläufe in Recycling hineinfließen und müssen dann abwägen, was genau in welcher Form, wo am besten wie recycelt werden kann. Und da sind wir auch noch nicht ganz so angekommen. Wir müssen uns dabei immer fragen, wann haben wir das Problem überhaupt erkannt, beziehungsweise wann war es so sichtbar, dass wir es nicht mehr ignorieren konnten? Mussten wir genug Fische und Vögel mit Plastikinhalten sehen oder wie hier auf dem Bild den plastikverpackten Fisch? Mussten wir genug Bilder von Plastikinseln im Meer sehen? Und werden Konzepte wie Recycling und Kreislaufwirtschaft ausreichen, um die Probleme zu lösen, denen wir schon längst gegenüberstehen und die sich einfach auch nicht rückgängig machen lassen? Das heißt, wir können jetzt beginnen, aber das bedeutet ja nicht, dass die Dinge, die schon in der Umwelt sind, einfach dadurch verschwinden. Und dann kommt im Plastikbereich noch ein weiteres Problem hinzu, an dem wir sehr schön erkennen, wann wir Rückstände gerne nicht sehen wollen. Das ist der Fall von Mikroplastik. Ohne dieses beinahe bodenlose Problem hier ansprechen zu können, das würde viel zu weit führen und dazu gab es auch schon eigene Veranstaltungen an diesem wunderschönen Ort, möchte ich kurz darauf verweisen, dass wir die kleinen Plastikpartikel in den 70er Jahren mehrfach in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften berichtet haben darüber. Wir haben im 21. Jahrhundert sie benannt und begonnen, Politik dazu zu machen. Und das ist halt schon eine interessante, wie lange es dauert von einer Problemwahrnehmung, die lange mit Problemignoranz gekoppelt ist, hin zu Handlungsfähigkeit. Gut, zweite Geschichte. Unsere derzeitige Lieblingsbeschäftigung, Lieblingsinnovation, Begeisterung auslösende Zukunftsvision, Digitalisierung. Alles muss digitalisiert werden. Jeder von Ihnen hat wohl ein Handy oder ein Tablet. Ich könnte jetzt fragen, wer nicht, das würde einfach sein, weil da kann ich das wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Diese Spezies sind im Aussterben begriffen. Wenn wir über Abfall und Mobiltelefonie sprechen, so denken wir auch hier oft, dass es ausreicht, das Telefon am Ende seines oft sehr kurzen Lebens in den richtigen Recyclingkreislauf einzubringen. Und das ist gut und wichtig, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber bei weitem nicht ausreichend, wenn wir über Rückstände von Digitalisierung als Innovationsfeld nachdenken. Zum einen ist bereits bei der Herstellung unglaublich viel Abfall entstanden, der für uns weitgehend unsichtbar gemacht wird, beziehungsweise den wir nicht sehen wollen. Der Abbau von seltenen Erden, die für die Geräte unabkömmlich sind, ist ein wirklich schmutziges und umweltschädliches Geschäft. Erzeugt verseuchtes Grundwasser, Schlamm in riesigen Mengen, der entsorgt werden muss. Ein paar Gramm dieser Metalle müssen tonnenweise Erdmassen abgetragen werden und chemisch behandelt werden, dass seltene Erden nur in winzigen Konzentrationen im Gestein vorkommen. Woher kommen denn diese seltenen Erden? Wollen wir das lieber auch nicht wissen? Naja, der Großteil kam und kommt eigentlich aus China und weil wir uns doch jetzt etwas nervös um den chinesischen Markt sorgen, blicken wir doch nach Afrika. Dort könnten wir doch auch noch etwas umweltschädliche Abbauminen oder anbringen. Das wäre ja doch auch noch ein Ziel, das wir derzeit andenken. Und dann kommt die Herstellung der Geräte, Kunststoff, elektronische Innereien, Metallgehäuse, die hauchdünn geschliffen werden müssen, weil die Dinge ja schön zum Angreifen, schön zum Anschauen und leicht sein müssen. Deswegen gießen wir sie nicht, sondern wir erzeugen dickere, die wir dann abschleifen und enorm viel Abfall eigentlich erzeugen. Das sind also auch Rückstände. Aber das ist noch lange nicht alles, denn schließlich macht dieses Handy nur einen Sinn, wenn es auch Rechenzentren und Sendemasten und alles Mögliche gibt. Wir speichern Unmengen von Daten. Es gibt einen sehr interessanten Aufsatz über unser Fotografierverhalten und wie oft wir jemals ein Foto, das wir machen, wieder anschauen. In der Erwartung, dass wir jederzeit auf diese Daten zugreifen können. Sind Daten, die wir ablegen und nie wieder verwenden, nicht in gewisser Weise auch Abfall, Überreste einer überzogenen Digitalisierung? Um einen Datenkörper, und ich nehme hier bewusst das Bild des Körpers, um einen Datenkörper am Leben zu erhalten, damit jeder von uns jederzeit zugreifen kann, braucht riesige Mengen von Elektrizität, Wasser und Speicherelemente, die sich wieder aus dem vorigen Kreislauf zum Teil ernähren. Und dann wohin mit dem Abfall, wenn wir alle 2 Jahre im Schnitt ein Handy und alle 3 Jahre einen Computer kaufen?
Nach wie vor landen sie auf Mülldeponien, obwohl es natürlich stärkere Vorschriften schon gibt, in Ländern, die sozioökonomisch schlechter gestellt sind und daher eine ganz andere erzwungene Risikobereitschaft an den Tag legen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Mein Kollege Max Liboiron beschreibt dies als eine neue Art des Kolonialismus, durch die Rückstände unserer Innovationsgesellschaften die Gebiete anderer Menschen eigentlich bevölkern, wenn man so möchte. Eine kurze Zwischenreflexion, insbesondere wenn wir uns die Digitalisierung ansehen, sieht man am besten, wie Rückstände, also Abfall und Klimawandel auf das Engste verknüpft sind. Diese Statistik zeigt den CO2-Fußabdruck der Digitalisierung, der gewaltig ist. Und in dieser Grafik wird dann deutlich, dass wir die Grenze schon längst überschritten haben. Pro Kopf hinterlassen wir einen Fußabdruck von 0,85 Tonnen CO2 pro Jahr. Und dabei ist die extraktive Datenindustrie erst in ihren Anfängen. Die Algorithmisierung, künstliche Intelligenz ist massiv dabei aufzurüsten. Das ist eine Extraktionsindustrie und es hat in unserer Geschichte noch nie eine Extraktionsindustrie gegeben, die umweltfreundlich war. Und ich glaube, das sollte man dabei nicht vergessen. Daher steht Digitalisierung in einem Spannungsverhältnis mit Nachhaltigkeit, obwohl sie gerne in letzter Zeit in einem Satz erwähnt werden. Digitalisierung ist gut für Nachhaltigkeit. Wir können dann alles überwachen, alles kontrollieren, für alles Daten sammeln. Nachhaltigkeit als Wert muss eigentlich den Prozess der Digitalisierung gestalten und nicht umgekehrt. Digitalisierung kann nicht einfach die Lösung für Nachhaltigkeitsfragen werden. Sie müssen miteinander ins Gespräch kommen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Geschichte 3, die ist etwas kürzer. Es geht um erneuerbare Energie, wunderbar, es ist eines der schönsten Themen. Ausstieg aus der fossilen Energie, schließlich gut für den Übergang Europas zur Klimaneutralität und unerlässlich. Wir sind alle wahrscheinlich dieser Meinung. Technologien wie Windenergie, Photovoltaik, Batterieentwicklungen sind hier ganz zentral. Die European Environmental Agency hat sich damit im Detail in einem rezenten Bericht auseinandergesetzt. Abfälle, die am Ende der Lebenszyklen sogenannter sauberer Energieinfrastrukturen entstehen, werden in den nächsten 10 Jahren um das 30-fache ansteigen. Die erste Generation an Windrädern und Solarpanels sind am Ende ihrer Lebenszeit angekommen und müssen recycelt werden. Wir sprechen auch von Repowering, das heißt, die Windparks aufrüsten. Die müssen in Europa bis 2023, möglicherweise müssen wir 5.700 Windkraftanlagen jährlich außer Betrieb nehmen. Das sind etwa 52.000 Tonnen Flügel. Und das ist das Problem, die jährlich entsorgt werden müssen. Man kann sie zwar recyceln, insgesamt die Windräder, aber nicht die Flügel oder noch nicht. Ein perfektes Beispiel, dass wir zwar an Kreislaufwirtschaft denken, also an die Rückführung der Materialien in die Produktion neuer Produkte, aber gleichzeitig wissen wir allzu oft nicht wie. Rotorblätter sind bis zu 50 Meter Länge und wiegen 25 Tonnen, leben ca. 20 plus Jahre. Es gibt kein umfassendes Konzept für das Recycling. Wir werden schon eine Lösung gefunden haben, bis es soweit ist, Mentalität genau dort, wo wir heute sind. Wir haben nämlich keine Lösung für das Recycling. Wir haben ein paar Versuche, aber keine Lösung. Jetzt lösen wir mal das Umweltproblem des Stroms, des schmutzigen Stroms. Das bringt aber neue Probleme, die wir dann später lösen werden. Und das habe ich gemeint, das ist eine neue Form der Kreislaufwirtschaft. Sozusagen, wir schieben das Problem im Kreis quasi. Das Material sind Faserverbundstoffe, leichte und stabile Glas- und Carbonfasern, vermischt mit Epoxy- und Vinylharzen, Metalle wie Eisen, Kupfer, Aluminium und Blei, sowie Kunststoffschäume, Lacke mit Titanoxidpartikeln. Sehr schön in der Literatur wird das mittlerweile grüne Konfliktmaterialien genannt, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, weil sie einfach aufzeigen, dass wir einerseits eine gute Idee haben und gleichzeitig uns nicht überlegt haben, wie wir die sozusagen quasi realisieren. In den USA, und das sehen Sie auf dem Bild, werden diese Rotorblätter derzeit zerschnitten und vergraben, bis uns vielleicht etwas Besseres einfällt. Die sind ein grünes technologisches Grab. Nur 4 Länder in Europa haben die Deponierung verboten. Österreich ist dabei. Österreich, Deutschland, die Niederlande und Finnland sind soweit. Und Wind Europe fordert ein europaweites Deponierverbot für stillgelegte Windturbinenblätter bis 2025, weil nur dann zwingt man die Industrie, sich zu überlegen, wie sie diese
Blätter auch recyceln können und können nicht grüne Energie draufschreiben und de facto diese Blätter nicht recyceln können. Ähnliches gilt für Solarpaneele, auf das werde ich jetzt nicht eingehen. Ende meiner Ausführungen und zurück zum Anfang, zu Italo Calvino. Niemand fragt sich, schreibt Calvino, wohin sie jeden Tag die Last des Mülls tragen. Außerhalb der Stadt, gewiss. Außerdem, je mehr sie Leonias Talent zur Herstellung neuer Materialien auszeichnet, desto mehr verbessert sich die Qualität des Mülls. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Beispiel, um es zu zeigen. Vielleicht geht es einfach darum, genauer hinzusehen, sich auf die Spurensuche zu begeben und den Fokus nicht nur auf die Geburt einer Innovation zu lenken, sondern auf die vielen Formen des Lebens in einer Innovation und des Abfalls, der dadurch entsteht. Erst dann können Begriffe wie Recycling, Kreislaufwirtschaft und noch breiter gedacht The Green Deal auch real Bedeutung in einer Gesellschaft erlangen. Dankeschön.